Willkommen bei Nextmove, hier von unserem Standort in Leipzig. Wir haben im Team lange diskutiert, ob wir dieses Video hier wirklich bringen sollen und wie ihr seht, wir haben uns dafür entschieden. Mir ist nämlich was passiert, das ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Ein Stromschlag vom eigenen E-Auto. Kein Witz. In diesem Video zeige ich euch, was genau geschehen ist, denn ich habe die Situation zu Hause nachgestellt und konnte das Problem tatsächlich reproduzieren. Und bei Nextmove haben wir ja ganz viele verschiedene E-Autos, ihr seht es im Hintergrund, und ich habe jede Menge davon getestet, ob auch bei anderen Modellen die Gefahr von Stromschlägen besteht. Und das war der zweite Schock. Leider bin ich bei fast allen Modellen fündig geworden, aber es gibt auch Ausnahmen. Bei Tesla gibt es übrigens den Stromschlag sogar auf der Klinke. Bis zu 144 Volt habe ich gemessen und einen unserer Mieter hat es tatsächlich im Alltag auch erwischt. Aus unserer Sicht liegt ja ein Problem vor, das viele Autohersteller betrifft, aber offenbar liefern sie keine Abhilfe. Wir zeigen euch, wo die Gefahren liegen und wie ihr mit einfachen Mitteln euch und eure Liebsten schützen könnt. Heute heißt es mal wieder bei Nextmove ganz klar, nicht zu Hause nachmachen. Denn damit ihr es nicht nachmacht, egal ob mit Absicht oder aus Versehen, liefern wir euch Aufklärung und Infos. Film ab! Bevor wir für Aufklärung sorgen, zeige ich euch zum Start, wo dieses Video und unsere Recherche seinen Ursprung genommen hat. Ich war in Kroatien im Urlaub und habe früh das Gepäck in unseren Hyundai Ioniq 5 eingeladen. Das Auto hing noch am Ladekabel und dann ist es passiert. Ich zeige es euch mal. Hallihallo, das ist meine Steckdose. Ich glaube nicht, dass die einen Schutzkontakt hat. Das sieht mir aus wie zweiadrig. Ich bin barfuß, stehe aber nicht im Wasser und habe trockene Füße. Und gehe einmal zum Auto. Und wenn ich hier hinten anfasse, dann kribbelt's. Tja, im ersten Moment sieht es vielleicht noch lustig aus, weil augenscheinlich nichts passiert ist. Im Video klären wir, welche Umstände zusammentreffen müssen, damit es zu so einem Stromschlag kommt. Wie viel Strom ist das überhaupt und wie gefährlich ist das? An welchen Autos tritt das Problem auf und an welchen nicht? Wie schaffen es einzelne Hersteller, die Nutzer davor zu schützen? Außerdem haben wir einen Experten im Faktencheck. Und wir haben Alltagstipps für euch, damit ihr keinen Stromschlag bekommt. Mit 15 € seid ihr dabei. Warum berichten wir darüber? Wollen wir etwa medienwirksam Minuspunkte fürs E-Auto an den Stammtischen sammeln? Wir bei Nextmove sind ganz klar für den Umstieg auf nachhaltige Individualmobilität, gespeist aus erneuerbaren Energien. Mit unserer Flotte von 400 E-Autos ermöglichen wir Tag für Tag vielen Menschen ihren persönlichen Alltagstest. Wer noch skeptisch ist, kann es über eine Miete bei uns ausprobieren, ob es mit dem E-Auto im Alltag tatsächlich funktioniert. Hier auf YouTube berichten wir, wenn es sein muss, aber auch sehr kritisch über Probleme in Sachen E-Mobilität. Dafür bekommen wir jeden Tag viel Zuspruch und viele Leute sagen uns, dass sie uns gerade deswegen für glaubwürdiger halten als Werbebotschaften und dass sie wegen Nextmove den Umstieg aufs E-Auto gewagt haben. Für die meisten gibt es keinen Weg zurück zum Verbrenner. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Je mehr Leute die Gefahr kennen, umso kleiner das Risiko, dass in der Praxis Menschen zu Schaden kommen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, denn auch das erhöht die Reichweite und damit den Druck auf die Autohersteller, das Risiko abzustellen, denn es ist vermeidbar. Mit einem Kanalabo unterstützt du unsere Reichweite für wichtige Themen, also bitte jetzt Kanal abonnieren, wenn dir eine kritische, unabhängige und ausgewogene Berichterstattung wichtig ist. Wer in meinem Einspieler aus Kroatien genau aufgepasst hat, der hat gesehen, dass genau 4 Dinge zusammenkommen müssen. Erstens, es muss ein Ladevorgang aktiv laufen und zwar über das sogenannte Notladekabel mit ICCB, auf Deutsch In-Kabel-Control-Box. Diese Box übernimmt die Sicherheits- und Kommunikationsfunktion beim Laden an Haushaltssteckdosen mit 230 Volt. Sicherheit? Naja, eigentlich zumindest. Zweitens, die Steckdose war nur zweipolig angeschlossen, also ohne die in Deutschland vorgeschriebene Erdung. Dass sowas aber auch hierzulande überall vorkommen kann, das zeigen wir gleich noch. Drittens, ich war barfuß unterwegs. Nasses Schuhwerk hätte aber den gleichen Effekt. Viertens, ich muss mit unisolierten Teilen in Kontakt kommen, also Kontakt zur Karosserie des Autos bekommen. Lackierte Teile oder Kunststoffteile scheiden da aus, zumindest sofern sie trocken sind. Das klingt vielleicht nach viel Wenn und Aber mir ist es tatsächlich nach 9 Jahren Elektroautofahren passiert und wir haben einen realen Fall aus der Flotte, den zeigen wir euch jetzt. Marc, so heißt er, hatte gemeinsam mit seinem Vater ein Tesla Model S bei Nextmove gemietet und auch bei ihm hat es heftig gezwirbelt. Ich habe mit ihm telefoniert und natürlich die richtigen Fragen nach den äußeren Umständen gestellt. Es hatte geregnet und er wollte nur mal schnell raus was aus dem Auto holen. Die Klinke des Tesla Model S war noch nass und offenbar gab es einen Wasserfilm ins Innenleben
Innenleben der Tür und damit eine Verbindung zur Karosserie. Und Marc ist nur in Socken vor die Tür gegangen und der Boden war noch leicht feucht. Aber jetzt kommt's, das Haus war ein Neubau inklusive Garage und erst 13 Jahre alt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass einige Steckdosen nicht korrekt installiert waren. Insofern lauert aus unserer Sicht hier tatsächlich eine versteckte Gefahr. Denn woher soll ich als Nutzer denn wissen, ob die Steckdose da vor mir normgerecht installiert ist? Bevor wir in den Modellcheck einsteigen, noch kurz die Erklärung zum Testaufbau. Das heißt, wie habe ich den Fehler nachgestellt? Ich habe in diesem Verlängerungskabel manipulativ die Erdung abgeklemmt, um genau das Szenario zu bekommen, was wir in den beiden Fällen zuvor gezeigt hatten. Jetzt aber die Messungen. Wir starten mit den Modellen, die dem Nutzer keinerlei Schutz gegen diese Störfälle bieten. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo auf dem Campingplatz, seid happy, dass ihr einen Stromanschluss für euer Model 3 bekommen habt. Es ist früh am Morgen, nachts hat es ein bisschen geregnet, so wie heute Nacht. Und da steht das Auto, lädt friedlich und ihr wollt mal was aus dem Auto holen. Und das probiere ich jetzt mal. Also eigentlich geht's, nur nass dürfen die Klinken nicht sein. Es hat eigentlich nur gekribbelt dort, wo es nass war. Ich bin barfuß, drüben die Seite ist trocken. Da war es okay. Ich habe es gemessen. 144 Volt haben wir hier anliegen. Ich habe also hier so einen Standard-Multimeter. Wir haben hier so einen Steinplatten, so gepflastertes Zeugs, aber zwischendurch ist ein bisschen Moos und da ist natürlich auch ein bisschen feucht. Und da gehe ich mit der einen Seite ins feuchte Moos und gehe mit der anderen Seite hier an den Rand von der Klinke, wo es ein bisschen feucht ist, und ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht's. 130 Volt, sagt er hier. Das Ganze läuft natürlich unabhängig davon, welches Ladekabel ich nehme. Ich habe vergeblich nach einer Schutzfunktion im Ladekabel gesucht. Ich habe 4 verschiedene Ladekabel ausprobiert. Das heißt, mit dem Tesla-Ladekabel kann man das erzeugen. Hier haben wir eins von Delphi. Hier gibt es sogar eine Anzeige Ford für Fehler, aber der Fehler schlägt also nicht an. Und auch bei diesem Ladekabel ist das Ergebnis erzielbar. Der Fehler liegt ganz klar bei der Installation. Tesla Model Y ganz neu auf dem Markt, haben wir auch im Faktencheck. Ladekabel ist von Tesla original mitgeliefert mit einem Schuko-Adapter, den man hier so reinstecken kann. Er hängt jetzt hier auf meiner testweise ungeerdeten Teststeckdose, auf meiner manipulierten Steckdose, und man sieht schon hier, grün läuft die LED, das heißt, das Auto lädt schon mal, und wir schauen, was passiert, wenn ich messe. Ich gehe wieder einmal hier auf die Verriegelung der Tür und suche mir hier unten eine Riefe, wo es ein kleines bisschen feucht ist, und messe hier ungefähr 82 Volt, also keine Überraschung beim Tesla Model Y. Eine spannende Frage wollten wir noch klären. Wir haben natürlich hier sehr hohe Spannungen, bis zu 150 Volt an den verschiedenen Fahrzeugen gemessen. Aber wie hoch ist denn jetzt die Stromstärke? Das kann ich bei dem Gerät hier nicht messen, weil ich habe hier oben nur meine Zange. Der Strom wird also bewegungslos gemessen. Sozusagen eine Direktmessung ist bei diesem Gerät nicht möglich, aber ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben ein Gerät, wo wir auch Direktmessungen machen können. Ihr seht es hier unten liegen, das Gerät ist schon ein paar Jahre alt. Wir messen also hier im Milliampere-Bereich und die komplette Skala wären jetzt 3 Milliampere. Skala ist hier oben, also die rote, ganz rechts wären 3 Milliampere. Und wir schauen mal, was passiert, wenn ich hier messe. Wieder gegen Erde, war es falsch rum. So, und der Zeiger schlägt aus und geht hier auf 1,1 Milliampere. Eben hatten wir 1,5. Also grob kann man sagen, dass man jetzt hier bei dem Testfahrzeug Tesla Model Y 1 bis 1,5 Milliampere im Dauerstrom misst. Diese Ströme, die wir jetzt gemessen haben mit 1 bis 1,5 Milliampere, sind natürlich sehr gering, aber das liegt im Bereich der Erwartung. Denn an einem Weidedraht zum Beispiel ist das Gefühl, was man bei einem Stromschlag kriegt, deutlich stärker als das, was wir hier bei den Tests erlebt haben oder was mir da auch in Kroatien passiert ist. Und wenn es mehr wäre, würde ja auch der FI-Schutzschalter auslösen. Dort liegt die Schwelle meistens bei 20 oder 30 Milliampere für die Auslösung, wenn über die Erde da ein Fehlerstrom gemessen wird. Ich zeige es euch mal noch. Wir machen noch einmal eine Kontrollmessung. Etwas über 130 Volt. Übrigens, laut Bedienungsanleitung zum Ioniq 5 sollte das mitgelieferte Ladekabel den Fehler eigentlich erkennen. In der Praxis hat diese Funktion aber versagt, sowohl in Kroatien als auch bei den Nachtests am Nextmove-Standort und bei mir zu Hause. Nächster Kandidat in der Fehlererkennungs-Challenge ist der Jaguar I-Pace. Das Auto ist ungefähr ein halbes Jahr alt und hat das serienmäßige Kabel dabei, Schuko-Kabel oder ICCB, In-Cable Control Box. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an, weil das ist spannend. Ihr seht es am Logo, das ist hier Herstellerausrüstung. Ihr seht auch schon, dass es lädt, wohlgemerkt an der manipulierten Schuko-Steckdose. Und die Optik
weist auch auf Delphi hin, aber Delphi ist nicht mehr Delphi, sondern Delphi ist jetzt Aptiv. Das steht hier unten klein drauf und hier oben auch nochmal die Herstellerkennzeichnung und die Spezifikation. Es erkennt den Erdfehler nicht und Aptiv ist kurioserweise auch der Hersteller für Volkswagen. Dort liefert man ein Kabel mit Erdfehlererkennung. Hier kann es das Kabel nicht. Man kriegt nicht nur an der Tür eine gewischt, auch der Reifendienst soll seinen Spaß haben. Ich gehe hier wieder in die Pfütze und hier auf die Radmutter und habe 114 Volt. Ich habe mich schon mal frei gemacht. Hier ist es noch ein bisschen feucht. Irgendjemand hat hier Wasser hingekippt. Und auf der Felge ist lackiert, da geht's. Aber auf der Radmutter, da gibt es eine. Nächster Kandidat ist der Kia e-Soul, den habe ich mir noch näher angeschaut. Auch dort tritt das Problem auf, interessanterweise aber nicht hier oben an der Dachreling. Auch hier ist noch Wasser, die ist also noch nass, weil es geregnet hat. Dort habe ich nichts gespürt und nichts gemessen, aber an den Karosserieteilen, Türverriegelung zum Beispiel oder Heckklappenverriegelung, habe ich gemessen. 70 Volt liegen dort an. Die kleine Testreihe lässt sich offenbar beliebig wiederholen. Den Volvo habe ich eben mal noch gemessen. Der ist technisch vermutlich identisch zum Polestar 2. Dort habe ich einen Wert von 102 Volt gehabt. Nächster Kandidat Opel Corsa E, hier steht er, den wollen wir uns anschauen. Der ist besonders spannend, da er vermutlich repräsentativ für viele andere Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern ist. Zum Beispiel der DS3 e-Tense Crossback oder irgendwie heißt er so, der Opel Mokka E, dann haben wir den Peugeot E208, E2008 und auch von Opel und Peugeot diverse Nutzfahrzeuge, die den gleichen Antrieb benutzen und mutmaßlich den gleichen Fehler zeigen. Wir schauen mal, ob er da ist. Wir nutzen das Serienladekabel von Opel, also Aptiv, und gehen hier wieder einmal auf die Tür und einmal in die Ritze und haben 145 Volt. Und auch hier noch die Stromstärke. Er läuft hoch und geht auch hier auf 1,5 Milliampere. Ihr seht schon, dass es ein ziemlich bunter und breiter Mix ist. Wir haben natürlich nicht alle möglichen E-Autos getestet, aber viele wichtige mit hohen Marktanteilen. Bevor wir uns die Autos anschauen, die den Fehler erkennen und einen Stromschlag verhindern, wollen wir natürlich wissen, was eigentlich passiert. Dazu habe ich einen Experten gefragt, der sich beruflich mit Elektroanlagen und mit E-Autos beschäftigt. Das heißt, du hast erzählt, du machst auch Schulung mit Elektroautos. Ja, im Auftrag vom EBZ, also Elektrobildungs- und Technologiezentrum Dresden, bin ich als Dozent unterwegs und schule andere, in der Regel Innungs-Elektrofachbetriebe dahingehend, dass die also den Titel Elektromobilitätsfachbetrieb erwerben und dort fit gemacht werden für die Planung, Installation, Prüfung von solchen Ladestationen. Das war ja auch der Grund, warum du mein Telefonjoker warst, weil ich nicht wusste, wo mein Stromschlag herkam. Was passiert da technisch im Auto? Warum kriege ich auf der Karosserie einen Stromschlag, wenn ich ohne Erdung lade? Ja, die Karosserie ist standardmäßig mit der Elektroanlage so verbunden, dass die Erde, also der PE-Anschluss mit der Karosserie verbunden wird. Ist die Verbindung gestört, dann bildet praktisch diese Ladetechnik im Fahrzeug, also der integrierte Laderegler im Fahrzeug, ein eigenes Potenzial, was sich dann unterscheiden kann von dem Erdpotenzial. Folge davon ist, dass also die Karosserieteile, die leitenden Teile der Karosserie gegen Erde, gegen die reale Erde, dann auf einmal Spannungen abbilden, die bei einer korrekten Verbindung dieser Erdverbindung nicht zustande kommen. Und wir haben gesehen, also jetzt im Video 2 Beispiele, wo also die Erdung nicht vorhanden war. In meinem Beispiel in Kroatien war es offensichtlich. Bei unserem Mieter, den es erwischt hat, war das Haus relativ neu und der hat es nicht gesehen, dass da ein Fehler in der Elektroinstallation vorliegt. Triffst du das in deinem Alltag gelegentlich an? Ist das ein Problem, dass gelegentlich Steckdosen im Altbau mal nicht seriös installiert sind? Ja, seltener kommt vor, dass der Schutzleiter überhaupt nicht verbunden ist. Das passiert eher in älteren Anlagen, wo manchmal Zweidrahtinstallationen, die eigentlich ohne Schuko ausgestattet waren, dann einfach mit Schuko-Steckdosen bestückt wurden, der Schutzleiter nicht angeschlossen ist. Häufiger treffen wir an, dass die Erdungsanlage im Haus selber nicht korrekt ist. Also passiert zum Beispiel dann, wenn früher Wasserleitungen aus Metall für Erdung verwendet wurden, die dann modernisiert wurden gegen PE-Wasserleitungen und dann die Gebäudeerdung nicht entsprechend aufgerüstet wurde, um das dann zu kompensieren. War bei mir auch noch im Haus der Fall. Ich glaube, da hing die Erdung auf der Bleileitung und dann gab es mal eine Umrüstung im Haus und dann wurde da ein 2 Meter langer Edelstahldolch vorm Haus in die Erde geschlagen und die Erdung neu gemacht. Ja, also so muss es dann sicher auch sein. Ja, das ist die beste Möglichkeit, mit Banderdern zu arbeiten. Die funktionieren am wirksamsten für eine Erdertüchtigung, aber auch Staberder in dann Verschaltung können das kompensieren, dass man also gerade bei Altbau, wo keine neuen Fundamenterder mit eingebracht wurden, dass man das dort nachrüstet.
Und jetzt haben wir ja immer nur über Schuko-Steckdosen geredet. Du bist aber auch bei Ladestationen im öffentlichen Bereich oder halböffentlichen Bereich aktiv. Siehst du dort auch Probleme? Hast du da schon mal erlebt, dass es da in Bezug auf Erdung theoretisch Gefahrenpotenziale gab? Eher selten. Also die Ladestationen sind ja in der Regel noch nicht so lange von Bestand, wurden bei der Inbetriebnahme geprüft. Dann wäre aufgefallen, wenn dort direkt fehlende Erdverbindungen vorhanden wären. Was wir aber auch dort häufiger beachten bei der Messung des Erdungswiderstandes selber, dass die Elektroanlagen, an denen diese Wallboxen dann nachgerüstet wurden, selber nicht über so eine ideale Erdung verfügen. Also ich werbe dann immer dafür, die Erdung in dem Zuge besonders mit zu untersuchen, zur Erdichtung auf die Weise, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, ich glaube, bei mir waren das 200, 300 Euro, glaube ich, was das da gekostet hat. Und da hat er aber noch 10 Meter Edelstahl, so fingerdicken Draht da noch ins Haus gelegt. Ne? Ja, diese Wirkung für die Erdung ist ja nicht nur für die Ladestation gegeben dann, sondern wirkt sich generell zur Verbesserung der Sicherheit im gesamten Gebäude aus. Das heißt, siehst du Handlungsbedarf in Bezug auf das Problemfeld jetzt eher bei den Nutzern oder eher bei den Autoherstellern? Die Betreiber haben grundsätzlich die Hauptverantwortung für ihre Elektroanlagen. Die brauchen eine fachmännische Beratung und Hilfe seitens der Elektrofachleute, die auf das Problem aufmerksam machen und sensibilisieren, dass dort also Defizite bestehen können, aber durch entsprechende Überprüfung eben erkannt werden können, auch beseitigt werden können. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass Gerätschaften, die betrieben werden an Elektroanlagen, auch eine integrierte Funktion haben sollten, wo solche elementaren Schutzfunktionen, wie zum Beispiel eine Schutzleiterverbindung, die dazugehört, dass die generell erst überwacht und geprüft wird und dann die entsprechende Nutzung vonstatten gehen kann, wie das Aufladen von Elektrofahrzeugen über sogenannte Notladekabel, Mod-2-Kabel. Also Hausaufgaben auf beiden Seiten. Jetzt kennst du die Werte, die wir gemessen haben. Was würde passieren, wenn bei dir in der Firma ein Mitarbeiter einen Stromschlag im Bereich 150 Volt Wechselspannung da erleidet? Was müsstest du da als Arbeitgeber unternehmen? Ja, unser Unfallversicherer ist ja die Berufsgenossenschaft, BGETEM, und in dem Sinne wäre das ein Stromunfall. Wenn der glimpflich ausgegangen ist, dann ist es trotzdem erforderlich, dass der betroffene Mitarbeiter untersucht wird, ärztlich untersucht wird. Und je nachdem, was dort als Ergebnis rauskommt bei der Untersuchung, möglicherweise dann eine stationäre Überwachung, also dieses EKGs dann entsprechend stattfindet über einen gewissen Zeitraum, um sicher zu gehen, dass durch die erlittene Durchströmung keine nachhaltigen Beeinträchtigungen vom Kreislauf, also sprich konkret vom Herzschlag, da bestehen. Generell ist es so, also Durchströmung mit Wechselstrom kritischer ist, weil dann Gefahr für das sogenannte Herzkammerflimmern besteht. Das Herz will dann im Netzrhythmus von 50 Hertz schlagen, schafft es natürlich nicht. Bluttransport ist gefährdet. Deswegen sind die gefährlichen Spannungsgrenzen für Wechselspannung also schon geringer als bei Gleichspannung. Liegt also wir liegen da im kritischen Bereich sozusagen mit dem, was wir gemessen haben. Ja, wir sind mit AC im kritischeren Bereich, auf jeden Fall. Und dort besteht eine größere Gefahr, dass bei einer Durchströmung dann Schäden bestehen, die nachhaltig sein können. Um es nochmal klar zu sagen, es geht hier um das Laden an Haushaltssteckdosen. Ich habe natürlich sporadisch auch an öffentlichen Ladestationen getestet. Normales, unschnelles Laden. Dort seid ihr sicher, denn dort wird viel härter geprüft als im privaten Bereich. Auch an der heimischen Wallbox besteht in der Regel keine Gefahr. Wer also einen festen Stellplatz für sein Elektroauto hat und dauerhaft dort lädt, sollte unbedingt eine Wallbox installieren. Alle wichtigen Infos erfahrt ihr in diesem Video. Wir zeigen euch, dass nicht nur der Staat aktuell 900 Euro dazu gibt, sondern auch noch, wie ihr sogar 500 Euro an Stromkosten spart. An dieser Stelle zeigen wir euch nochmal ein paar grundsätzliche Hinweise zum Aufladen von E-Autos an normalen Steckdosen. Laden mit Schuko, wie kann man es machen, wenn man es im Alltagsbetrieb regelmäßig macht? Erstens, man nimmt eine Schuko-Steckdose, die dafür geeignet ist, über lange Dauern hohe Lasten auch zu übertragen, sprich hohe Stromstärken. Wenn da 16 Ampere draufsteht auf so einer Schuko-Steckdose, die da im Baumarkt für 5 Euro im Regal liegt, heißt es nicht, dass die dauerlastfähig mit 16 Ampere ist. Manche Autos gehen mit 12 oder 13 Ampere zur Sache und da schmoren gemeine Steckdosen, und zwar hier also an den Kontakten. Was muss man alles tun, um eine Steckdose ordentlich zu installieren? Erstens, man nimmt eine Zuleitung mit entsprechendem Querschnitt. Wir haben hier also 2,5 Quadrat. Man sichert sie möglichst einzeln ab, dass also nichts anderes mit auf dieser Zuleitung hängt. Weiterhin ist empfehlenswert ein kleiner Wetterschutz. Wir haben also hier eine überhängende Betonkante und die sind zwar hier ein kleines bisschen angeschmuddelt, aber wenn es normal so ein bisschen regnet, dann regnet es hier nicht drauf, nur wenn es stürmt. Und drittens natürlich eine Steckdose, die entsprechend hohe Dauerlasten nehmen
kaufen kann. Diese gab es früher mal beim Renault Zoe dazu. Legrand ist der Anbieter. Das Besondere war damals beim Renault Ladekabel, wenn man das Schokoladekabel in diese Dose gesteckt hat, hat das Auto 14 Ampere geladen, bei anderen Steckdosen nur 10 Ampere. Und wir haben hier sogar schon 16 Ampere Dauerlast über mehrere Stunden auf einem guten Schokostecker ausprobiert und diese können das also ab. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch andere Hersteller aus dem Industriebedarf. Das sind diese blauen Steckdosen. Dort kann man, wenn die gut installiert sind, auch mit 12 Ampere ohne Probleme draufgehen. Und natürlich sind sie geerdet. Ich zeige euch mal noch unseren Sicherungskasten, der hängt hier nämlich dahinter. Für unseren Test haben wir jetzt also manipulativ ein Verlängerungskabel dazwischen gehangen, wo in dem Stecker keine Erde mitgeklemmt ist, um zu simulieren, was an anderen Stellen passieren könnte. Was gibt es für Notladekabel und wie kann ich die belasten? Da gibt es einen bunten Mix an Herstellern. Die Autohersteller bauen meistens auch nicht selbst, sondern greifen da auf Zulieferteile zurück. Wir haben hier eins im Bild von Delphi, das ist fest auf 10 Ampere eingestellt, wird zum Beispiel, glaube ich, bei BMW, möglicherweise auch bei Smart mit ausgeliefert. Das ändert sich alle paar Jahre, wechselt man gerne mal den Hersteller. Dann haben wir hier nochmal das von Tesla. Wir sehen auch hier, ich hoffe man sieht, dass da diese grüne LED durchläuft. Daran sieht man, dass das Kabel lädt. Das ist standardmäßig 13 Ampere, aber alle Tesla-Fahrzeuge können in 1 Ampere Schritten bis auf 6 Ampere runter oder 5 die Ladeleistung drosseln, weil 13 Ampere für eine normale installierte Steckdose durchaus schon am Limit ist. Die Stecker haben meistens eine Temperaturüberwachung und sollen dann normalerweise abschalten. Normalerweise, es gibt die verschmorten Steckdosen von Elektroautos. Feuer ist eher selten. Diese Kunststoffe sind schon meist brandgeschützt, dass sie also nur dahin schmelzen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob auf eurem Campingplatz oder wo auch immer ihr da ladet, diese 10 Ampere eines Standardkabels vielleicht schon so viel sind, könntet ihr erstmal eine halbe Stunde laden. Nach einer halben Stunde hingehen, den Ladevorgang stoppen am Fahrzeug, dann den Stecker rausziehen und an den beiden Pins mal die Temperatur überprüfen, indem man vorsichtig anfasst. Wenn ihr euch die Finger verbrennt, dann solltet ihr nicht weiterladen, weil dann früher oder später auch die Steckdose schmelzen würde. Bei Hyundai und Kia, hier haben wir jetzt ein Kia-Ladekabel, haben wir eine sehr schöne Funktion. Auf dem Display sehen wir hier eine 10 Ampere stehen. Und das heißt, ich kann am Ladekabel die Stromstärke verstellen. Wie mache ich das? Hier hinten habe ich so einen schwarzen Knopf, da ist er. Das heißt, drücken, halten, springt er auf 12, drücken, halten, springt er auf 8. Das Ganze muss ich natürlich machen, bevor ich das Auto anschließe. Wenn ich das Auto anschließe, ist der Wert eingefroren. Das heißt, Manipulation durch Dritte in der Stromstärke ist dadurch ausgeschlossen. Das Einzige, was Dritte natürlich machen können, wäre Stecker ziehen, dann lädt er nicht mehr. Wenn ihr bis jetzt schon Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Wir versuchen so gut es geht zu antworten und greifen einige häufige Fragen am kommenden Freitag auch in unseren Next News mit auf. Deutschlands meistgesehener E-Mobility-Nachrichtensendung. Dann gibt es übrigens auch noch einen kleinen Nachtest, was passiert, wenn ich von Auto zu Auto lade, also mit einem Ioniq 5 ein anderes Auto mit Strom versorge, ohne Erdung natürlich bei beiden Fahrzeugen. Vehicle-to-Vehicle-Charging ist auch bei anderen Herstellern im Gespräch und insofern spannend. Tja, was sagen eigentlich die betroffenen Hersteller dazu? Wir haben diesmal keine Anfragen gesendet, denn die Antworten wären relativ klar und einheitlich. Denn in den Bedienungsanleitungen von Fahrzeugen und Ladekabeln steht natürlich drin, dass die verwendete Steckdose normgerecht installiert sein muss. Ihr kennt die Dutzenden von gelben und roten Ausrufezeichen in den Anleitungen. Aber wie wir gesehen haben, gibt es auch Steckdosen, denen man eben nicht ansieht, ob sie korrekt installiert sind. Und ich kann ja nicht jedes Mal den Elektriker kommen lassen, bevor ich mein Auto irgendwo anstecke. Aber es gibt tatsächlich auch sehr einfache und preisgünstige Lösungen. Die schauen wir uns gleich noch an. Weiter geht's mit den Autos und Ladeeinrichtungen, die ich nicht überlisten konnte. Hier besteht also keine Gefahr. Das erste Modell, das in der Testreihe positiv auffiel, war übrigens der VW ID.4. Deshalb hatte ich mich etwas euphorisch dazu hinreißen lassen und das Auto zum Sieger gekürt. Aber es kommt noch besser. Jetzt kommen wir noch zur Siegerehrung. Es gibt einen klaren Gewinner in unserer Challenge. Bevor wir damit loslegen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal beim Laden einen Stromschlag bekommen habt oder ob euer Auto erkannt hat, dass man dort nicht laden sollte, ob es eine Fehlermeldung gab. Das würde uns sehr interessieren. Und jetzt schauen wir mal, der Winner ist Volkswagen. Ich sage euch warum. Wir haben hier den ID.4. Das betrifft natürlich alle MEB-Fahrzeuge. Auch beim VW E-Up liegt das gleiche Ladekabel drin. Denn den Punktsieg oder den Sieg gibt es über das Ladekabel. Wir haben hier das VW Notladekabel
Ich zeige es euch mal von hinten. VW AG, der Hersteller oder Zulieferer, ist Aptiv. Und es steckt jetzt an einer ordentlich geerdeten Schokosteckdose. Und ihr seht oben, man muss ein bisschen kippen, dass man sieht, links das Symbol zeigt ein Haus und das Ladekabel steht auf grün. Es steckt da hinten in einer sauber installierten Dose. Und jetzt stecke ich es mal in meine manipulierte Dose. Und noch ist der Stecker nicht drin. Ich nehme euch live mit, wir schauen, was passiert. Und sofort kommt rechts die rote Lampe. Und er prüft jetzt noch, es blinken alle grünen LEDs. Und jetzt ist rot leuchtend und das grüne Haus blinkend. Und die Erklärung gibt es auf der Rückseite. Braucht man eine Brille, ich hoffe, man kann es sehen. Sehen wir rot leuchtend und Haus grün. Es gibt zwei mögliche Fehler. Entweder Fehler beim PE, also bei der Erde, oder bei der Eingangsspannung, AC Voltage. Das Ladekabel hat also den Erdungsfehler erkannt und verweigert die Ladung, um euch vor einem Stromschlag zu schützen. So Leute, jetzt wird es richtig geil. Audi e-tron GT ist der nächste Testkandidat und ich habe hier einen kleinen handlichen Audi-Ziegel. Der wiegt etwas über 2 Kilo und da gibt es verschiedene Anschlüsse. Das Ding kann sogar 22 kW, aber es gibt auch einen Schokostecker. Was ihr natürlich nicht machen dürft, ist den Schokostecker in die Steckdose stecken und das Kabel dranhängen lassen, weil dann zieht es euch die Kontakte so schräg runter, dann habt ihr hier keinen richtigen Kontakt mehr, dann schmilzt euch die Dose. Dafür gibt es eigentlich eine Wandhalterung oder ihr legt es auf den Boden und jetzt gucken wir mal, was der kann. Die erste Herausforderung ist, die Adapter hier passend in der Box zu platzieren, weil ihr könnt eben Schoko oder auch Starkstrom, dann könnt ihr 11 kW laden zum Beispiel, aber ich will ja Schoko. Und das ist jetzt hier kurioserweise schon die Typ 2 Seite, ist aber egal. Ich zeige es euch mal. Hier ist eine Klappe, ihr dürft sie nicht ganz aufmachen, sondern so halbe Höhe. Flach reinschieben, dann geht sie hoch. Weiter reinschieben und dann erst runterdrücken. Und beim Rausmachen genau das gleiche. Anheben, rausziehen, runterdrücken und erst dann geht's raus. Ich teste auch dieses Gerät an meiner manipulierten Steckdose und da sehen wir schon, ein rotes Licht geht an. Und ich muss jetzt nicht raten, was für der Fehler sein könnte, sondern knallhart wird es mir hier vorgelesen. Erdungsüberwachung wurde nicht erkannt. Bestätigen. Wenn ich jetzt ohne Erde laden möchte, zum Beispiel, weil wirklich keine Erdung da ist und ich die Gefahr, es ist immer noch alles hier auf Rot, ja, in Kauf nehmen möchte, dann muss ich 3 Sekunden diese Taste hier oben drücken. Das probieren wir jetzt mal. Lässt er mir also die Wahl, er zeigt es nichts an, ich vermute, er wartet auf ein Auto, dann stecken wir ihm mal ein Auto ran. So, der Audi-Ziegel, der hat hier ein paar Anläufe gebraucht, jetzt lädt er aber mit Stromstärke, ich hoffe man sieht es, knapp 10 Ampere, hat hier gerade angefangen. Und zeigt er hier jetzt 150 Volt und damit neuer Spitzenwert. Hinter mir liegt der nächste Testkandidat. Auch er hat die Challenge bestanden. Blinkt rot, gucken wir uns gleich mal näher an. Juice Booster 2. So sieht das Ganze aus. Er blinkt fleißig rot und dort, wo die eine LED blinkt, steht auch Earth Off. Also er meldet konkret einen Erdfehler, der ja auch vorliegt an der manipulierten Steckdose und verhindert eine Ladung zur Sicherheit des Nutzers. Im Hintergrund seht ihr den nächsten Kandidaten, der unsere kleine Challenge bestanden hat. Der Go E-Charger hängt jetzt über den Schuko-Adapter auf der manipulierten Steckdose und ihr seht, er macht hier lustige Lichtorgel. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran, um euch das zu zeigen. Auch er verweigert die Ladung und meldet einen Fehler. Nächster Kandidat oder Kandidatin, Renault Zoe. Da hinten steht das Facelift-Modell. Und haltet euch fest, was jetzt passiert. Herstellerseitig gab es kein Notladekabel mehr bei Renault zu bestellen. Da musste man also dann über die After-Sales gehen. Das wird richtig teuer, mehrere 100 Euro, also was ich, 4, 5, 6, 700 Euro. Und hier kommt jetzt also ein Ladekabel aus chinesischer Produktion zum Einsatz. Hier gibt es auch ein paar Fehlermeldungen auf der Rückseite, aber Erdfehler ist dort nicht beschrieben. Und wir sehen hier auch in der Mitte eine grüne LED blinken. Grün blinkend heißt EV Connected. Also sehe ich hier noch keinen Fehler vorliegen. Und das Auto leuchtet aber gelb und nicht grün. Und jetzt geht er auf Rot. Kurz und wir schauen mal, was es im Fahrzeug anzeigt. Das Ladekabel hat nicht angeschlagen auf den Fehler, aber das Auto sagt mir, Wechselstromladen unmöglich. Renault Zoe ist das einzige Auto nach unseren bisherigen Tests, das fahrzeugseitig diesen Erdfehler erkennt und die Ladung verweigert.
Und natürlich jetzt noch der Faktencheck. Wir sehen, dass hier kein Strom fließt. Stecken das gleiche Ladekabel von Nessoy in eine ordentlich geerdete Steckdose und betrachten die Statusmeldung. Wir sehen hier auch eine rote LED leuchten, aber das ist einfach nur eine Statusanzeige für einen aktiven Ladevorgang. Wir schauen, was das Auto sagt und sehen einen aktiven Ladevorgang. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber der grüne Stecker leuchtet. Und wir sehen links oben auch eine Ladezeit angezeigt. Ja, Renault Zoe ist in der Community allgemein als Ladezicke verschrien, aber was er hier macht, das ist natürlich gewünscht und zu eurem Schutz. Das Auto überprüft den Anschluss hier und verweigert die Ladung. Und theoretisch könnte das sogar passieren, wenn hier eine Wallbox wäre. Wenn die Wallbox ebenfalls schlecht oder nicht geerdet ist, halte ich das für möglich, dass Renault Zoe diesen Fehler erkennt und entsprechend die Ladung verweigert. Nicht, weil er oder sie eine Zicke ist, sondern zu eurem Schutz. Nächster Kandidat ist ein Smart 4.4, technisch relativ nah dran am Renault Zoe. Der hat hier auch den 22 kW Lader. Das Auto ist noch kein Jahr alt, ist also relativ sozusagen aktuelles Baujahr oder ein frisches Fahrzeug auch. Schauen wir uns mal an, was da für ein Kabel drin ist und was das Auto kann. Beim Ladekabel haben wir auch hier wieder ein Gerät von Delphi, diesmal mit Herstellerbranding. Hier steht also Smart drauf. Und Entschuldigung, Aptiv ist aber im Prinzip das gleiche wie Delphi, das wurde übernommen. Und mit entsprechend Herstellerbranding vom Fahrzeug und vom Ladekabel. Und aktuell zumindest leuchtet hier noch kein Fehler. Aktuell steht es auf Betriebsbereitschaft. Ich habe zur Sicherheit hier nochmal das Kabel, wo ich die Stromstärke überwachen kann. Und jetzt stecken wir mal rein und schauen, was passiert. Auto verriegelt, klackt ein bisschen und wir halten mal hier die Technik im Auge. Und rechts leuchtet es grün und wir sehen links 3 Ampere, 3,5 Ampere. Das ist also noch nicht ganz 1 kW, was er geladen hat, aber er hat wieder aufgehört. Stromstärke geht also wieder runter. Die grüne Charging-LED ist wieder erloschen und das Auto blinkt rot. Das heißt, auch der Smart erkennt den Fehler und hat kurz geladen, aber den Fehler erkannt und dann die Ladung unterbrochen und eine weitere Aufladung verhindert. Aber wie gefährlich ist das nun eigentlich, wenn so ein E-Auto oder Ladekabel den Fehler nicht erkennt und die Gefahr eines Stromschlags droht? Grundsätzlich gilt, die individuelle Komponente bei der Gefahrenbeurteilung von Stromschlägen ist relativ groß. Ist es ein Kind, ein Erwachsener oder ein Rentner? Gibt es Vorerkrankungen, bekannte unentdeckte Herzfehler oder Herzschrittmacher? Außerdem hängt die Stärke natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Auf welchem Untergrund stehe ich? Habe ich vielleicht feuchte Hände vom Schwitzen oder Arbeiten? Habe ich Hornhaut an den Händen oder an den Füßen oder eine sehr zarte Haut, wie Kinder zum Beispiel? Deswegen gibt es grundsätzliche Grenzwerte. Natürlich ist auch die Zeitkomponente wichtig, also wie lange fließt der Strom durch meinen Körper oder habe ich da nur so ganz kurz dran gefasst. Was die Spannung angeht, ist es so, dass Ärzteportale Grenzwerte bei Wechselspannungen von 50 Volt für Erwachsene und 25 Volt für Kinder angeben. Da sind wir mit allen Messungen deutlich drüber. Was die Stromstärke angeht, ist es so, dass die Gefahrenbeurteilung für gesunde Menschen davon ausgeht, dass etwa ab 5 mA die sogenannte Loslassschwelle erreicht wird. Das heißt, es kommt zu Muskelverkrampfungen, häufig auch zu Sekundärunfällen. Klassiker ist der Sturz von der Leiter. Hier liegen unsere Messungen darunter, wobei ich nicht für alle Autos Messwerte zur Stromstärke habe. Wechselstrom gilt, zumindest in Bezug auf das Herzkammerflimmern, als 4- bis 5-mal gefährlicher als Gleichstrom. Aber wie kann ich mich nun schützen? Erstens, natürlich ein Zusammentreffen der zu Beginn genannten Risikofaktoren vermeiden, aber grundsätzlich könnten ja auch Unbeteiligte zu Schaden kommen. Das heißt, Wissen, dass man gerade in der Problemzone lädt, reicht eigentlich nicht. Zweitens, Verwendung eines Ladekabels oder Autos, das den Fehler erkennt. Die Beispiele habt ihr gesehen. Drittens, Anschaffung einer einfachen Prüfsteckdose und damit jede Steckdose prüfen. Die Elektriker haben alle Hände voll zu tun und ihr könnt zumindest so im Schnellcheck grundlegende Dinge absichern. Kostenpunkt ca. 15 €, eine Investition für eure Sicherheit, nicht nur in Bezug auf das E-Auto. Testet in eurem Umfeld ruhig mal die Steckdosen durch, denn auch bei anderen Geräten droht im Alltag an fehlerhaften Steckdosen die Gefahr von Stromschlägen. Und viertens, ihr könnt euer Auto einfach selbst über die Karosserie nachträglich mit der Erde verbinden. Auch dazu habe ich einen kurzen Einspieler für euch. Wir haben da mal was vorbereitet. Gibt es demnächst bei uns im Shop zu kaufen. Hier ein kleines Erdungsset. Ich nehme einen Erdspieß, den ich jetzt mal hier in die Erde reinschlage. Wichtig ist natürlich, wenn ihr irgendwo auf sandigem Grund seid, irgendwo auf dem Campingplatz, dass der Boden nicht zu trocken ist. Da kann man ruhig auch noch mal ein bisschen angießen.
dass hier auch wirklich eine gute Verbindung zum Erdreich gegeben ist. Und dann kann man das Fahrzeug erden. Ich mache das hier mal mit dem Starthilfekabel und mal gucken, ob ich jetzt gefahrlos anfassen kann. Gleiche Messung nochmal und wir gucken mal. Das meiste geht weg. Ich bin also jetzt hier auf Werte bei 9 bis 10 Volt. Also noch nicht ganz auf 0. Und wir schlagen mal den Spieß noch ein bisschen tiefer rein und nehmen noch ein bisschen mehr Wasser. Jetzt habe ich eben zu nah an der Erdung gemessen. Ich bin hier mal noch 2 Meter weggegangen und gehe hier nochmal ran. Gehe hier nochmal auf die Bremse, wo wir auch einen guten Wert haben. Und wir sehen also hier 3,8 Volt. Das sieht doch gut aus. Was lernen wir daraus? Ich hoffe möglichst viel. Das heißt, unseren Next Move Kanal unbedingt abonnieren. Wir haben noch weitere spannende Videos rund um die Themen Akku, Laden, Strom und Sicherheit von E-Autos in der Pipeline. Zweitens, der Umgang mit großen Energiemengen stellt immer ein gewisses Risiko dar, erst recht dann, wenn sich Fehler einschleichen. Egal welcher Antrieb, kann es immer zu Zwischenfällen kommen. Videos mit Feuer durch Benzindämpfer an Tankstellen sind im Internet weit verbreitet. In Norwegen ist 2019 eine Wasserstofftankstelle explodiert. Auch Gastanks von Autos sind als mögliche potenzielle Gefahrenquelle bekannt. Und natürlich fackeln auch jeden Tag in Deutschland ganz normal 40 fossil betriebene Autos ab. Also Augen auf, wenn ihr den Stecker eures Ladekabels irgendwo in eine Dose steckt, wenn der äußere Eindruck der Dose schon schlecht ist, dann vielleicht besser woanders laden. Und wenn ihr euer Auto auf der Seite der Problemfälle wiedererkannt habt, dann kennt ihr jetzt die Gefahr und wisst, wie ihr Vorsorge treffen könnt. Denn Strom gibt es überall und das sollte man ja grundsätzlich auch nutzen, wenn man mit dem E-Auto unterwegs ist. Steht er, dann lädt er, ist ein weit verbreiteter Spruch unter E-Autofahrern. Mir ist klar, dass dieses Video Wasser auf die Mühlen der Elektroautoskeptiker sein kann. Aber wir sind der Meinung, solche Risiken müssen angesprochen und abgestellt werden. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht und werden es auch weiterhin tun. Schließlich wollen wir, dass es vorangeht und natürlich besser wird. Wir sehen uns spätestens am Freitag zum Faktencheck in den Next News. Schaut euch im Anschluss gerne noch unser zweites Video aus der Reihe Nicht nachmachen an, wo ein Elektroauto ein ganzes Einfamilienhaus mit Strom versorgt, ganz ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Das war unsere spannende Reportage für heute. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Video und heute gilt besonders, bleibt gesund und fahrt elektrisch.